Der neue California Ocean, heute im Test mit Roomtour, und wenn ihr darauf Lust habt, dann würde ich vorschlagen, schaut euch einfach dieses Video an. Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zu einem neuen Video bei Fan4Van. Und heute dreht sich alles um ihn hier, um den neuen California Ocean 6.1. Bevor wir aber da jetzt ins Detail gehen, möchte ich noch ein paar Sachen sagen. Zum einen sind wir hier in Kanada. Warum? Weil wir nur hier dieses Auto vorab testen können. Und zur Transparenz dieses Videos ist mir noch ganz wichtig zu sagen, dass wir dieses Fahrzeug für 3 Tage kostenlos von VW zur Verfügung gestellt bekommen. Dennoch ist keiner von VW um uns rum und sitzt uns im Genick und sagt uns, was wir zu sagen haben. Im Gegenteil, wir sind hier komplett alleine und schauen einfach mal, testen wirklich, und ich versuche wirklich so objektiv wie möglich euch meine Meinung wiederzugeben, wie ich das Auto finde. Am Ende ist es aber immer nur eine persönliche Meinung, und auch da sei gesagt, seinerzeit hat mich ein VW T5 California zum Campen gebracht, und deswegen bin ich diesem Auto irgendwie sehr verbunden, und ich bin schon total gespannt, was sich mit diesem Auto alles geändert hat. Ja, und weiter ist mir noch wichtig bei diesem Video, ich schaue hier so ein bisschen komisch aus, weil es total kalt ist, weil es windig ist. Und weil wir wenig geschlafen haben. Wir hatten nicht so eine ganz gute Ankunft gestern, aber das ist ein anderes Thema. Da könnt ihr auch auf Instagram noch mal gucken. Da habe ich ein paar Fotos, ein paar Filmchen draufgeladen, was da passiert ist. Ist aber auch nicht so wichtig. Aber auch an der Stelle möchte ich mich noch mal ganz herzlich bedanken, weil wir dann so lieb empfangen wurden, als wir dann hier ankamen. Das war echt richtig schön. Und an der Stelle an euch alle herzlichen Dank dafür. Und dann höre ich aber auf mit meinen Lobeshymnen. Danke auch an Markus, denn ich bin heute gar nicht alleine hier. Ich bin mit meinem besten Freund Markus hier, weil er mir einfach hilft, dieses Auto zu filmen, weil in 3 Tagen, besser gesagt in 1,5 Tagen, wo du wirklich effektiv Zeit hast, dieses Auto auch abzudrehen, da habe ich einfach Angst, dass ich nicht alles alleine schaffe, und deswegen hilft mir der Markus an der Stelle. Super, Daumen hoch, vielen Dank. Und ja, jetzt würde ich sagen, fangen wir an, und ihr kennt das alle. Ich habe versucht, dieses Video wieder in mehrere Abschnitte zu unterteilen. Ganz zu Beginn schauen wir das Auto einfach mal von außen an, gucken mal, was hat sich da alles geändert, was gibt es alles zu beachten. Dann schauen wir uns den Motor an, welche Motoren gibt es, was gibt es da alles zu sagen. Dann schauen wir uns das Auto von innen nach vorne Stück für Stück an. Wir fangen mit dem Cockpit an, gehen dann in die Küchenzeile, die Sitzecke, schauen dann in den Kofferraum, schauen dann natürlich, wo kann man wie schlafen und wie funktioniert das alles. Und ganz zum Schluss, da kommt dann mein persönliches Fazit. Wie fand ich es nach diesen 3 Tagen, nach diesen Übernachtungen, wirklich im Praxistest? Was hat sich wirklich als sehr, sehr gut dargestellt und was fand ich weniger gut an diesem Auto? Und dann sind wir auch schon wieder durch, und bevor wir jetzt lang weiterbabbeln, würde ich sagen, fangen wir an mit dem ersten Teil. Wir gehen ums Auto rum, und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Fangen wir also gleich in dieser Einstellung an. Was gibt es hier alles? Wir haben hier einmal die Markise. Die ist optional, die kannst du also dazu bestellen. Bestellst du sie nicht dazu, hast du noch die Chance auf eine Kederschiene, wo du dann zum Beispiel ein Vorzelt oder einfach eine Zeltplane einspannen kannst. Was fällt mir hier noch auf? Die Rückleuchten, die sind neu designt. Guckt euch mal das an. Ist Geschmackssache. Dem einen gefällt es, dem anderen gefällt es nicht. Es ist auf alle Fälle wieder was anderes. Ja, was haben wir hier auf der Fahrerseite? Zum einen haben wir hier den Anschluss für Landstrom. Ist auch sehr stabil, flattert dir nicht im Winter von, sehr gut. Und wir haben hier einmal die Versorgung für Frischwasser. Naja, und hier vorne, klassisch, brauchen wir nicht wirklich drauf eingehen, haben wir natürlich Diesel und AdBlue. Was haben wir hier vorne noch für Veränderungen? Eigentlich keine wirklich bedeutsamen für den California. Wir kennen diese Veränderungen schon von der Präsentation des Multivan. Wir haben hier ein bisschen anderen Kühlergrill, schmälere Lichter, aber eigentlich nicht relevant. Lasst uns über das Wichtige sprechen, die Motoren. Wir finden hier einen 4-Zylinder-Motor, 2 Liter mit 199 PS. Es gibt in Summe 3 Varianten, einmal mit 110 PS, einmal mit 150 und dann eben, so wie hier, mit 199 PS. Das Ganze natürlich mit 6D Temp. Und wir haben, das ist standardmäßig, immer den Frontantrieb, aber als Option gibt es den 4Motion, also den Allradantrieb. Und soweit ich informiert bin, auch für alle Motorvarianten. Und das, finde ich, ist eine sehr spannende Geschichte. Schauen wir uns jetzt noch ein paar wichtige Spezifikationen des Fahrzeuges an. Fangen wir an mit den Außenmaßen. Und hier haben wir eine Länge von 4.904 mm, also knapp 5 Meter Länge. Bei einer Breite von 1.904 mm, also knapp 2 Meter. Und kalkulieren wir die Außenspiegel noch mit ein, dann sind wir über 2 Meter, und zwar bei knapp 2 Meter und 30 Zentimeter. Und jetzt aber das Wichtigste, und das ist die Höhe, und die liegt bei 1990 mm. Das bedeutet, wir sind unter 2 Meter und können damit in die meisten Tiefgaragen und Parkhäuser reinfahren. Das, finde ich, ist sehr, sehr wichtig. Gehen wir am Ende der Spezifikation noch auf das Gewicht ein. Das ist ja immer ein heikles Thema, und das Fahrzeug hier ist auf 3080 Kilogramm zugelassen.
Ein Leergewicht wird hier angegeben von 2413 bis 2607 Kilogramm, je nachdem wie das Fahrzeug konfiguriert ist. Und in dem Leergewicht ist immer ein Fahrer bis 68 Kilogramm, 90% Sprit und 7 Kilogramm Gepäck einkalkuliert. Das macht zusammen eine zusätzliche maximale Zuladung von 473 Kilogramm bis 667 Kilogramm. Ich würde sagen, wir machen uns jetzt mal auf die Fahrt, denn das ist das Besondere bei diesem neuen California. Da geht es ja gar nicht nur um diesen Ausbau innen, da ist ja gar nicht so viel bahnbrechend. Das gibt es auch viele Neuigkeiten, da kommen wir gleich zu. Aber die wirklichen Innovationen, die Neuerungen, die, glaube ich, erlebt man beim Fahren. Und das machen wir jetzt. Wir gehen auf die Straße und gucken uns mal die ganzen Assistenzsysteme an, die uns dieses Fahrzeug jetzt bietet. Und dann machen wir drinnen weiter. Dann gucken wir uns jetzt mal das Cockpit genauer an. Und ich finde, es ist super. Ich bin überrascht. Es ist gerade mit diesem digitalen Display super strukturiert. Es ist sehr, sehr einfach abzulesen. Finde ich sehr klar, alles deutlich. Wir haben hier in der Mitte ein großes Touch-Display, das wirklich sehr schnell und ansprechend funktioniert. Ich finde auch hier die Menüführung ist super userfreundlich. Also es macht richtig Spaß, hier mitzuarbeiten und hier mit zu spielen und Sachen auszuwählen und diese Einstellungen vorzunehmen. Und keine Angst, das Navigationssystem hier ist nicht schlecht. Und wir haben deswegen hier extra nochmal mobiles mit dabei, sondern wir sind eben gerade in Kanada und für Kanada gibt es einfach keine Karten und deswegen haben wir hier ein mobiles Navigationssystem mitgenommen. Deswegen kann ich aber auch das Navigationssystem hier nicht testen, muss ich auch gleich dazu sagen. Was mir aber negativ auffällt und der eine oder andere, der mich von euch kennt und meine Filme schon mal gesehen hat, der weiß, ich bin der Pieksig und deswegen habe ich mir wohlwissend mein Mikrofasertuch wieder mitgenommen. Denn bei diesem Touch-Display sieht man halt sofort die Fingerabdrücke und das finde ich sieht einfach nicht schick aus und deswegen musst du da immer wieder putzen und immer wieder ran. Wir haben auch viele Ablagefächer. Wir fangen mit den Getränkehaltern an. Auch das kenne ich so nicht. Ich bin hier noch von der Mittelpartie kommend. Die Getränkehalter sind jetzt hier. Ich mag sie, weil ich finde, diese Flaschen stehen da fest drinnen und man kommt super einfach ran. Aber es ist auch so, so muss man auch dazu sagen, es passen halt nur diese Flaschen rein vom Format. Größere Flaschen passen nicht, die musst du dann wieder in die Türe legen. Auch dieses große Flaschenfach hier in der Mitte gibt es nicht mehr. Zumindest hier nicht. Also das ist was, da werden sich auch wieder die Geister scheiden. Ich finde es okay, aber wie gesagt, du bist halt nur ein kleines Flaschenkind. Aber ich kann damit leben. Wir haben sehr viele Ablagefächer. Überall sind kleine Ablagefächer. Teilweise sind es mir sogar zu viel und zu klein. Da finde ich dann vielleicht eher sogar meine Sachen nicht. Aber darauf will ich gar nicht hinaus. Was mich hier ein bisschen stört, ist, dass es keine Deckel gibt. Das Ganze ist einmal ein Sicherheitsaspekt. Wenn das alles lose rumliegt und du machst da mal eine Vollbremsung oder fährst mal schneller um die Kurve, dann kannst du halt die Sachen durcheinander hauen und es sieht halt einfach nicht ganz so ordentlich aus. Aber gut, das ist auch wieder Geschmackssache, dafür kommst du halt schnell ran. Also es ist wieder das Gegenargument. Aber ich bin halt eher so ein Deckelfreak, fände ich schöner. Und jetzt gucken wir nochmal hier runter. Und da ist nämlich auch noch was Besonderes, und zwar ein Fach. Das Fach ist jetzt nicht so besonders an sich, aber da kannst du dein Handy per Induktion laden. Das bedeutet einfach Handy reingeschoben und das Handy lädt automatisch. Und natürlich habe ich dann auch mit dieser Kombination eine Bluetooth-Verbindung mit meinem Entertainment-System. Insofern kann ich dann das Handy bequem hierüber steuern. Und in meinem Fall mit dem Apple-Gerät hast du hier auch ein Apple CarPlay, das auch via Bluetooth funktioniert. Also es muss gar nicht unbedingt die Kabelverbindung sein. Insofern auch Schritt in die Zukunft. Vielen Dank dafür. Ja, und ansonsten glaube ich, seht ihr selber, es ist gar nicht mehr so herausragendes da. Aber nochmal gesagt, ich finde es alles super schön strukturiert und macht Spaß zu bedienen. Dann fahren wir das Gerät mal und da muss ich wirklich sagen, das macht irre Spaß. Es lässt sich fahren wie ein PKW. Aber wir wollten ja über die Assistenzsysteme sprechen, denn das ist ja wirklich das Neue jetzt bei diesem Fahrzeug. Und das Innovative und das Ganze ermöglicht uns eigentlich die elektromechanische Servolenkung. Dadurch haben wir zum Beispiel den Park Assistant. Wir haben dadurch aber auch diesen Anhängerrangier Assist. Und wir haben natürlich einen Abstandshalter, der hat mit der Servolenkung nichts zu tun, aber in Kombination mit dem Lane Assist, also dem Spurhalteassistenten. Ich sehe hier vorne im Cockpit, das ist grün markiert, das bedeutet, es könnte jetzt losgehen und ich lasse die Hand mal los oder das Lenkrad mal los und ihr seht, das Fahrzeug lenkt von selbst, autonom, aber wir fahren hier nicht autonom. Das Ganze geht für etwa 20 Sekunden und dann muss ich auch wieder die Hände am Lenkrad haben. Des Weiteren ist es aber so, wenn ich jetzt mit den Händen am Lenkrad gegen die Linie steuere, dann lenkt mich das Lenkrad automatisch zurück und gibt mir auch Feedback über Vibration, dass ich hier irgendwie was falsch mache. Aber das alles auf eine sehr, ich möchte mal sagen, angenehme Art und Weise. Einen weiteren Punkt, den uns diese elektromechanische Servolenkung jetzt bietet,
ist der Seitenwindassistent. Und ganz ehrlich, gerade hier, wo es jetzt so einen Sturm hat und immer so einen Wind hat, ist das wirklich schön und weiß ich echt zu schätzen. Also ich muss wirklich sagen, das Cockpit gefällt mir wahnsinnig gut und auch das Fahren, das ist einfach toll. Das macht Spaß, hier auf längere Touren zu gehen. Wir fahren hier so in etwa 600 Kilometer und da kann man wirklich jeden einzelnen davon genießen. Also es macht richtig Spaß. Das ist ein Cruiser. Ja, und jetzt arbeiten wir uns langsam nach hinten und dafür würde ich sagen, drehen wir jetzt erstmal die Stühle um. Bevor wir das aber machen, möchte ich, dass ihr hier nochmal drauf schaut. Ich finde, es ist so eine Kleinigkeit, die gab es bei meinem damals auch noch nicht. Ich will sie einfach mal erwähnt wissen. Hier hast du überall so kleine Ablagefächer. Ich habe damals noch extrem teuer im Zubehörhandel mir so Taschen gekauft. Und das ist jetzt einfach schon dabei. Ist so eine Kleinigkeit, aber finde ich toll, weil da kannst du irgendwie Tempotaschentücher reintun oder so wie wir hier die Mülltüten drin haben. Also das finde ich richtig klasse, ist eine Kleinigkeit. Aber jetzt drehen wir mal die Stühle um. Es ist so ein bisschen gefrickelt, aber beim Beifahrer überhaupt kein Problem und das Ganze mit geschlossener Türe. Das ist im normalen Alltag vielleicht gar nicht so schlimm, aber wenn du nachts irgendwo ankommst und die Tür nicht mehr so auf und zu hauen möchtest, ist es ein ganz wichtiger Aspekt. Oder wenn du so unterwegs bist wie wir, wenn du einfach im Herbst unterwegs bist und es richtig kalt ist, es ist stürmisch, es regnet ein bisschen, dann willst du auch nicht unbedingt die Türen aufmachen und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und jetzt schauen wir mal, wie das Ganze hier beim Fahrersitz passiert. Ja, das ist jetzt schon deutlich mehr Gefricke. Da scheiden sich ja eh die Geister. Die einen lieben diesen Sitzplatz hier, die anderen mögen ihn gar nicht so. So oder so finde ich es wahnsinnig wichtig, dass du beide Stühle umdrehen kannst, weil es dir einfach viel, viel mehr Raum geben und du hier zumindest mal Taschen ablegen kannst, dann den Beifahrer zum Hochsteigen benutzen kannst und so weiter. Also ich liebe es eigentlich, wenn man es umdrehen kann, weil du dann, wenn du stehst, viel mehr Platz, Gefühl zumindest hast. Und da muss ich sagen, das ist hier ein bisschen frickelig, aber funktioniert. Alles gut. Ja, wenn ich hier gleich noch sitze, zwei wichtige Sachen. Und zwar einmal hier unter mir ist eine Steckdose, 230 Volt und das Ganze über Wechselrichter. Also eine super spannende Geschichte. Hier habe ich dann auch noch mal einmal Lichtschalter für die Bedienung des Lichtes hier im Innenraum. Auf der anderen Seite 230 Volt, wobei die nur funktioniert, wenn ich am Landstrom angeschlossen bin. Und ich habe noch mal zwei USB-Steckdosen. Also auch das ist super schön und es sieht, finde ich, sehr elegant und schlicht und toll aus. Aber dann machen wir mal hier weiter und zwar beim Küchenblock. So, fangen wir also an mit der Küchenzeile. Ihr seht hier unten schon das Ambilight, finde ich sehr, sehr schön. Kannst du alles steuern über das zentrale Bedienteil hier vorne. Dazu kommen wir gleich noch mal. Und wir haben ein neues Dekor, das ist auch eine wichtige Geschichte, das gibt es auch noch mal in Grau. Und hier haben wir, ich weiß gar nicht, wie es heißt, ich blende es euch noch mal ein, irgendwie Oak, irgendwas Wood. Aber egal wie es heißt, ich finde es sehr, sehr schön. Und was uns hier auch gleich auffällt, wir haben hier neue Drucktasten, finde ich auch super in der Bedienung. Schiebetüren stehe ich drauf, wer mein Marco Polo Video schon mal gesehen hat. Da fand ich es ein bisschen blöd, weil du dann hier oft Sachen nicht öffnen konntest. Das sind hier Schubladen und wenn das Bett ausgefahren ist, kannst du nicht öffnen. Das kann dir hier einfach nicht passieren. Mit der Schublade kommst du immer über die Matratze, also da kommst du ran und an deine Fächer hier unten eben auch. Du kommst sogar, das schauen wir uns nachher nochmal an, auch an das oberste Fach hier ran, wenn du das Bett ausgeklappt hast. Also finde ich eine sehr schöne Geschichte. Wie gesagt, normalerweise bei einer Roomtour ist ja alles aufgeräumt und weg, aber wir leben halt hier gerade drin. Wir testen dieses Auto mal 3 Tage und da sind halt jetzt auch mal Sachen drin. Ich hoffe, ihr seht uns das nach. Neue Taste haben wir auch hier. Das Ganze im zweigeteilten Verfahren finde ich super, weil das bedeutet am Ende, du kannst hier irgendwas abspülen und waschen und kannst dann hier dein Schneidebrett auflassen und kannst hier dein Gemüse schneiden, hier abwaschen oder umgekehrt. Du kochst hier auf einen 2-Flammenherd und hast hier nochmal Ablagefläche und auf der Kühlschrankseite auch nochmal Ablagefläche. Also das finde ich sehr gut. Und ich finde auch dieses Milchglas, es ist super vom Reinigen her, es sieht schick und elegant aus, also es gefällt mir richtig, richtig gut. Eine Geschichte ist mir immer noch ganz wichtig. Einmal, bei dem Fahrzeug hast du natürlich keinen Boiler, somit auch kein Warmwasser, ist aber selbstredend. Aber wir wollen uns noch den Wasserdruck anschauen, weil das ist ja auch immer eine Geschichte, die gar nicht so unentscheidend ist. Wow! Hätte ich beinahe über das Ziel hinausgeschossen. Also ihr seht, der Wasserdruck ist wirklich gut. Kann man sich nicht beschweren. Eine Sache ist natürlich auch noch wichtig beim Wasser. Wir haben 30 Liter Frischwasser und 30 Liter Abwassertank. Beim Abwassertank sei auch noch gesagt, er ist innen verbaut. Das bedeutet, er ist auch vor Frost geschützt. Insofern kann man beim Wintercamping auch unbesorgt das Wasser benutzen und braucht keine Angst haben, dass einem der Abwassertank einfriert. Vor allem, solange man das Auto natürlich geheizt hat.
Grundprämisse logisch, aber selbstredend. So, und wir machen weiter und gehen rüber zum Kühlschrank. So, dann sind wir beim Kompressorkühlschrank und der ist, wie ihr seht, von uns richtig voll. Ich lasse euch da mal reingucken. Wir haben 42 Liter Fassungsvermögen und gesteuert wird der Kompressorkühlschrank auch wieder über die Zentralbedieneinheit, die super simpel ist. Ich blende es euch einfach ein. Ja, werfen wir einen Blick drauf und ihr seht, die Bedienung ist wirklich kinderleicht, selbst wenn man sich einmal verdrückt. Man findet sofort den richtigen Knopf und kann dann auch alles entsprechend schön und einfach einstellen. Das Ganze ist wirklich übersichtlich strukturiert und so leitet einen das durch alle wichtigen Camping-Menüteile durch. Hier zum Beispiel das Aufstelldach oder auch eine ganz tolle Funktion, die Camping-Funktion, wo man zum Beispiel den Camping-Modus aktivieren kann. Das bedeutet, man kann dafür sorgen, dass nicht alle Lichter angehen, wenn man nachts am Campingplatz das Fahrzeug auf- oder zusperrt. Auch die Lichtsteuerung ist hier super einfach dargestellt und macht richtig Spaß in der Anwendung. So, und last but not least, der Tisch natürlich. Einfach von hinten nach vorne schieben und dann haben wir hier unten das Bein einfach nach vorne klappen und dann unten ausziehen und zack, schon können wir loslegen. Und jetzt haben wir verschiedene Möglichkeiten. Wenn die Herrschaften vorne mitessen, lassen wir den Tisch hier vorne und wir schieben einfach die Sitzbank hier ran und können hier wunderbar entweder essen, arbeiten oder auch kochen und zubereiten, weil dann ist das hier natürlich auch eine super Ablagefläche. Gucken wir uns das Ganze vom Fahrersitz aus an und ja, es geht. Es ist halt eine Notlösung. Das ist jetzt nicht Essen wie zu Hause, ganz ehrlich, weil man ist ein bisschen weit weg und man sitzt ein bisschen, naja, man sitzt einfach zu weit weg, aber es funktioniert. Und wenn man ehrlich ist, beim Campen gehen wir ja auch raus und da haben wir hier noch ganz andere Hilfsmittelchen dabei. Und wenn es halt nicht geht, dann funktioniert es hier auch. Genau dasselbe beim Beifahrersitz. Auch hier ist es so, man kann nicht mit angelehnten Rücken essen, zumindest ich nicht, weil dann würde ich hier alles versauen. Aber ist vielleicht auch so eine persönliche Geschichte. Aber wenn man sich ein bisschen nach vorne sitzt, kann man hier zu viert definitiv essen oder auch einen schönen Spieleabend verleben. Also überhaupt kein Problem. Also was haben wir hier noch? Eine Sache finde ich ist hier noch wichtig. Wir haben hinten an beiden Sitzen Isofix-Befestigung und zwar auch so, dass man richtig gut rankommt mit den Sitzen. Denn das war, finde ich, früher immer ein Problem bei den Sitzbänken, bei den Bussen, dass man zwar eine Isofix-Halterung hatte, aber man kam nicht wirklich hin. Und das hier ist wirklich schön gelöst und sieht auch noch toll aus dabei. Also finde ich ganz, ganz wichtig, eben für Leute mit Kindern. Und dann geht es hier weiter in den Kleiderschrankbereich oder generell in den Schrankbereich. Wir haben hier auf der einen Seite wieder die bekannte Klapptüre mit Spiegel natürlich. Und hier haben wir wieder die Schiebetür, die nach hinten geht. Und sorry für diese Unordnung. Aber ich sag mal, für 3 Tage haben wir jetzt keine Kleiderbügel mitgenommen. Das sieht man hier hinten. Aber das Tolle ist, man hat wirklich viel Platz und man bekommt da eine ganze Menge rein. Bei uns sind das also in Summe 2 große Koffer, die da hinten drin liegen. Also alles fein. Und damit würde ich sagen, springen wir jetzt direkt zum Kofferraum. Dann schauen wir uns noch den Kofferraum an und dann schauen wir uns mal die Schlafsituation an. Schaut euch das an. Das meinte ich mit erschwerten Bedingungen. Hier geht der Wind so, dass uns gerade die Kamera umgehauen hat und das Kabel abgeknickt wurde. Aber ich hoffe, dass ihr mich trotzdem hört. Wir haben noch ein Ersatzkabel. Darum geht es jetzt aber nicht. Es geht um den Kofferraum und den schauen wir uns jetzt mal an. So, Kabel weg. So sieht er also aus und auch das ist was mir sehr positiv aufgefallen ist im Vergleich zu dem California, den ich damals gefahren habe. Diese Bettauflage ist deutlich dünner, deswegen habe ich hier auch viel mehr Platz als früher. Das ist jetzt wirklich schön dünn, gefällt mir sehr gut. Des Weiteren wird es ja immer als Launch-Funktion angekündigt, dass ich das Ganze hier hochklappen kann. Aber ich persönlich finde das nicht nur als Launch-Funktion gut, sondern auch zum Zuladen oder zum nochmal was rausholen von den Koffern oder so, ist das eine tolle Funktion, wenn das hier einfach hochgeklappt bleibt. Und wie ihr seht, wir sind jetzt hier mit Koffern angereist. Normalerweise wirst du zum Campingurlaub nicht mit Koffern reisen, aber bei uns ging das jetzt in dem Fall nicht anders. Und hier passen wirklich 2 riesengroße Koffer unten rein. Insofern eine dufte Geschichte. Und jetzt wird es echt von den Windverhältnissen immer krasser. Wir kommen noch schnell zum Kleiderschrank, denn auch hier hat sich was geändert. Ich klappe das hier wieder runter. Früher gab es hier ein Rollo, der ist jetzt weg und ist verschwunden. Dafür hast du hier so ein Fach und auch wieder eine Schiebetür. Und auch das System finde ich richtig sinnvoll, weil du kommst, finde ich, besser ran und es sieht auch einfach wertiger aus. Aber, habt ihr gesehen, Klappe zu, Affe tot. Hier auch noch ein wichtiges Utensil, die Außendusche. Auch das super praktisch, würde ich immer mitbestellen. Nicht, weil ich so ein Outdoor-Duschfanatiker bin, sondern weil es einfach cool ist, wenn du beim Mountainbiken bist, wenn du beim Wandern bist, dass du da einfach deine dreckigen Sachen draußen nochmal abwaschen kannst. So, was gibt es noch hier hinten zu beachten? Ein super Feature. Ich verstehe nicht, warum das sonst kein anderer macht. Zumindest sehe ich das bei keinem anderen. Aber das fasziniert mich immer wieder. Und das sind hier oben einfach die Stühle.
Und wir tun jetzt einfach mal so, als hätten wir 35 Grad Sonnenschein und schauen dann aufs Meer und genießen draußen einfach die Freiheit und haben immer die Stühle dabei, aber sie sind halt einfach aufgeräumt und hier stören sie null. Und das finde ich richtig klasse. 2 Stühle immer an Bord. Mega Daumen nach oben von mir. Ja, mega gemütlich hier bei diesem wunderbaren Wetter. Aber eins fehlt noch, der Tisch. Und den holen wir jetzt auch noch raus. Und für den, der es noch nicht kennt, auch das finde ich super raffiniert. Einfach hier rausgeholt, Türe auf und dann aufgeklappt. Und dann gucken, dass er im Wind nicht davon fliegt. Majestät. Kommen wir zum Bett und wir fangen mit dem unteren Bett an und da zeige ich euch jetzt erstmal, wie man das aufbaut. Das ist ganz, ganz einfach. Man fährt einfach am Schienensystem die hintere Sitzbank nach vorne, klappt die Kopfstützen nach hinten und dann zieht man hier an und kann das super bequem und ohne großen Kraftaufwand einstellen. Man rückt dann noch die Bank nach hinten und zu guter Letzt, einfach nur für den Komfort, hole ich mir hier die Auflage und ich muss wirklich sagen, es ist sehr, sehr bequem. Das Tolle ist, dass du weiterhin hier unten die Schublade komplett aufmachen kannst. Da ist zum einen, bisschen laut, Entschuldigung, die Markisenstange hier. Und zum anderen kannst du da natürlich super dein Bettzeug drinnen verstauen oder du hast dann irgendwie Sachen, Kleidungsstücke oder was auch immer. Die Schublade ist riesengroß. Und was ich auch genial finde, durch die Schiebetüren kommst du hier hervorragend an deine Klamotten ran und sogar mit Auflage kannst du die Schublade aufmachen. Das sind alles so Details, aber die finde ich halt extrem wichtig, weil du kommst noch überall ran. Und sogar ins obere, hintere Fach kommst du immer noch ran und könntest da auch noch mal den Boden rausholen, um unten ranzukommen. Aber ganz ehrlich, man kann ja auch ein bisschen mitplanen. Ja, und was das Schlafen betrifft, da muss man wirklich sagen, alleine mega genial, zu zweit auch definitiv machbar. Da kuschelst du halt und hast dich lieb. Aber der Markus hat drauf geschlafen. Markus, gib uns mal einen Daumen nach oben oder nach unten, wie du es gefunden hast. Perfekt. Also ich glaube auch, das ist super bequem. Und jetzt kommen wir zum Wichtigsten. Du kannst hier unten natürlich auch mega genial verdunkeln. Und auch das will ich euch zeigen. Das ist was mir hier bei VW auch richtig gut gefällt. Diese Rollos, die machen wirklich blickdicht dunkel. Du siehst hier nichts mehr. Auch an der Seite ist kein Lichteinfall. Also es ist richtig genial. Und was ich auch toll finde und was glaube ich auch neu ist, ich kenne das zumindest nicht, das ist diese Verdunklung. Und da schiebst du einfach dein Regal nach vorne. Da habe ich jetzt wieder mein Mikrofasertuch drin. Aber da ist zum Beispiel ideal für Sachen wie die Kontaktlinsen oder irgendwelche Sachen, die du als Kosmetika brauchst. Hier hast du ja dann den Spiegel dazu. Also wenn du dich dann nachts fertig machen möchtest, hast du hier deine Utensilien drin. Finde ich super genial gelöst, weil du halt wieder Platz genutzt hast und es auch noch Spaß macht dabei. Und so kannst du hier natürlich alle Fenster verdunkeln. Das brauche ich euch jetzt im Detail nicht zeigen. Wir machen hier wieder auf und schauen uns mal das Bett oben an. Denn das ist mein persönliches Highlight. Warum, das zeige ich euch. So, und jetzt müssen wir natürlich hier oben das Dach hochfahren. Wie machen wir das? Einmal mache ich hier den Rollo weg. Und diesen Rollo finde ich allein schon hervorragend, weil es hier drin dann einfach aufgeräumt aussieht. Jetzt mache ich den mal weg und jetzt plumpst mir hier schon was entgegen. Und zwar ist das ein Netz, wo man, wenn man oben schläft, ein paar Sachen reintun kann, ein paar Utensilien. Ich versuche das jetzt mal schnell hier rüber zu spannen, dass euch das nicht stört. So, und jetzt gehen wir einfach hier auf das Dach öffnen, denn bitte verfügbaren Platz über Aufstelldach prüfen. Keine Bäume, nichts da, alles perfekt, denn das Besondere ist, das Ganze ist ein elektrohydraulisches Dach. Das bedeutet, es geht alles automatisch. Und jetzt knie ich noch für euch, weil ihr es natürlich auch verdient habt, aber weil es auch noch nicht anders geht. Und jetzt ist das Dach oben und jetzt kann ich einfach nur wie von Zauberhand die Matratze nach oben hieven. Und das ist natürlich interessant, um hier stehen zu können. Denn dann kannst du hier gemütlich kochen und das alles im Stehen und das ist natürlich sehr komfortabel. Aber wir haben ja gesagt, wir wollen schlafen, deswegen hole ich die Matratze wieder runter und wir gehen zusammen nach oben. Natürlich schon auch noch ein wichtiger Punkt, wie kommt man da hoch, aber das ist super einfach. Erst hier drauf gestiegen, dann hier und dann bist du oben. Ich zeige es euch.
Ja, und schon sind wir hier oben und hier liegst du wirklich super bequem auf 1,20 Meter mal 2 Meter, hast richtig schön Platz, hast eine tolle Matratze. Und das Besondere ist jetzt, und das ist auch neu, du hast Federteller drunter und das ist super interessant, weil es einmal bequem ist, weil es für gute Luftzirkulation sorgt und vor allem auch, wenn du zu zweit hier oben liegst, was definitiv funktioniert, dann kriegst du es einfach nicht so ab, wenn sich dein Nachbar mal umdreht oder so. Das ist durch diese Federtellern dann entsprechend abgefedert und dadurch kannst du auch wieder besser schlafen. Zum besser schlafen gehört auch frische Luft und dann wird es für uns auch gleich heller. Ich zeige euch das. Wir haben hier 2 Öffnungen, einmal in die eine Richtung und dann natürlich auch noch mal in die andere Richtung. Das sind also wirklich schon mal schöne Möglichkeiten, um hier Luft zirkulieren zu lassen. Und dann haben wir aber noch die dritte Möglichkeit und die zeige ich euch jetzt. Da müsst ihr euch aber umdrehen. Kommt mit. Bevor ich euch jetzt mein absolutes Highlight hier oben zeige, noch 2, 3 andere Sachen. Ich habe hier einmal ein Netz. Das ist super praktisch, weil du hier, wenn du hier oben schläfst, einfach deine Utensilien reinhauen kannst, Tempotaschentücher oder den kleinen Knutschi, den mir mein Sohn mitgegeben hat auf die Reise. An der Stelle ganz liebe Grüße an dich. Und das ist also das Netz. Und zum anderen haben wir hier oben auch Lichtschalter für das Licht hier oben, dass wir das an- und ausmachen können. Und genauso haben wir hier auf der anderen Seite den Lichtschalter und eine 12 Volt Steckdose, um zum Beispiel das Handy zu laden. Aber jetzt zum Highlight. Und das ist das hier. Wow! Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Das ist schon so eine Geschichte, wenn du, so wie wir, nachts hier ankommst und morgens aufwachst und dann diesen Blick hast. Das ist einfach sensationell. Aber es ist noch gar nicht das Highlight, das ich euch zeigen wollte. Das eigentliche Highlight ist das hier. Wow! Hey, ist das nicht der Hammer? Das ist für mich ohne Witz, das ist so ein Moment und genau um den geht es beim Campen. Egal, ob du Business Camping machst, ob du mit der Familie unterwegs bist, vollkommen egal. Das ist dieser Moment, das flasht mich immer wieder, das ist Wahnsinn, das ist wunderschön. Jetzt haben wir drinnen geschlafen. Wir haben ihn gefahren und wir haben eigentlich alles ausprobiert, außer Kochen, das muss ich zugeben, was man in so einem Camper ausprobieren kann. Und deswegen, glaube ich, wird es jetzt einfach mal Zeit, zum Fazit zu kommen. Ja, und was kann ich zum Fazit sagen? Beim Fazit ist ein ganz großer Punkt natürlich auch der Preis. Und damit will ich gleich mal anfangen. Das ganze Fahrzeug, der Ocean, fängt an bei 65.307,20 €. Das ist schon eine Ansage und so wie wir ihn getestet haben, kostet der roundabout 93.000 €. Ich muss das noch mal ein bisschen nachstellen. Ich zeige euch hier gerade noch mal die Konfiguration. Da guckt ihr noch mal drauf, da ist das dann wirklich safe. Aber das ist natürlich schon eine Ansage und da, das will ich auch gleich noch mal sagen, ist nach oben hin noch nicht Schluss. Denn wir fahren hier zum Beispiel noch kein Allrad und so weiter. Also da gibt es schon noch ein bisschen was auf der Liste, dass man das aufstocken kann. Und damit beginnen wir gleich mal das Fazit, denn das ist natürlich schon ein Punkt, der immer wieder angesprochen wird. Das Fahrzeug ist verdammt teuer. Es ist einfach sehr, 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 sehr teuer. Und ich habe es mir auch mal angeschaut, wenn ich das Fahrzeug so konfiguriere, wie ich mir das träume, wie ich mir das wünschen würde, dann bin ich bei 100.000 €. Und das ist natürlich schon eine Ansage. Das ist sechsstellig, liebe Leute. Also insofern krasser Punkt. Aber wie gesagt, ich will noch gar nicht sagen, das ist positiv oder negativ. Man weiß, es ist ein VW und der kostet einfach viel. Fangen wir jetzt wirklich mit den negativen Sachen an, die mir aufgefallen sind. Ihr habt es im Film schon gemerkt, das waren so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel die Ablagefächer vorne. Da wünschte ich mir einfach einen Deckel, damit das alles nicht so unordentlich aussieht, damit das nicht so rumfliegt. Das ist vielleicht jetzt von mir ein bisschen pieksig, aber gut. So Sachen wie der Touchscreen, dass man den ständig putzen muss. Es sind aber alles Kleinigkeiten, die kann man wirklich bei dem Luxus, den man sonst bei diesem Fahrzeug hat, wirklich definitiv verschmerzen. Was mich richtig gefuchst hat bei dem Auto, das war der Fahrersitz, den zu drehen. Das ist einfach nicht praktikabel, das macht keinen Spaß. Ich habe mir so oft die Bratzen da eingezwickt und das war unangenehm. Ist wahrscheinlich auch Übungssache. Und du drehst den Fahrersitz natürlich nicht so oft um und es ist natürlich vom Platz eingeschränkt, alles klar. Aber ich weiß es auch nicht. Aber da wünsche ich mir noch was von euch, VW. Da muss es noch irgendwie besser gehen. Und jetzt noch ein Punkt, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob ich einfach nur in der Anwendung einen Fehler gemacht habe. Der Lane Assist, den fand ich jetzt auch nicht so prickelnd. Da habe ich vielleicht einfach mehr erwartet. Ich bin da schon Richtung autonomes Fahren gegangen. Ich bilde mir ein, dass bei dem Grand California das irgendwie besser funktioniert hat. Aber es kann auch sein, dass ich da einfach einen Blödsinn gemacht habe. Und das führt mich jetzt aber gleich zu den
ganz, ganz vielen positiven Punkten bei diesem Fahrzeug. Das sind dann nämlich die Assistenzsysteme, so widersprüchlich das jetzt für euch klingt, aber in Summe macht das richtig Spaß. Das Auto macht Spaß zu fahren. Es unterstützt einen, wenn man das möchte, gerade dieser Abstandshalter, wenn du viel unterwegs bist. Das ist ein Sicherheitsaspekt, das ist einfach bequemer, das macht Spaß zu fahren. Das Lenkrad ist schön in der Hand. Also das Fahrzeug fährt sich wie ein PKW und das hat ja doch immerhin über 3 Tonnen, wenn es beladen ist. Also insofern ganz, ganz toll und macht wirklich Freude. Also das hätte ich gar nicht gedacht, dass so ein kleiner Bus einem so viel Spaß beim Fahren bereiten kann. Weiter finde ich einfach positiv diese ganze Digitalisierung, die jetzt Einzug gehalten hat. Das Cockpit ist super schön klar strukturiert, das ist toll zum Ablesen, es bietet viele Features. Die Konnektivität mit einer App zum Beispiel, die man haben kann, aber auch mit Apple CarPlay, all das macht mir einfach Spaß, da ticke ich dafür. Und ganz besonders hervorheben möchte ich das Camper-Bedienteil, also dieses zentrale Bedienelement oben in der Mitte. Denn das macht auch richtig Spaß, es ist benutzerfreundlich, du hast alle Funktionen dabei und es sind halt so Kleinigkeiten wie der Sonnenaufgang, der ja oft beschrieben wurde in den Marketingmaterialien von VW, wo ich mir gedacht habe, mein Gott, das braucht kein Mensch. Aber ganz ehrlich, jetzt wo wir hier waren und wo wir uns einfach mal um 6 Uhr morgens wecken haben lassen, weil wir den Sonnenaufgang sehen wollten, das ist toll. Da hatten wir quasi unseren ersten Sonnenaufgang schon im Auto. Ist schön, ist eine Kleinigkeit, aber das sind so Sachen, wo ich einfach merke, wow, da steckt viel Liebe zum Detail. Und das zieht sich bei dem Fahrzeug durch. Man merkt einfach, da sind auch wirklich Camper am entwickeln. Wenn du zum Beispiel das Bett unten ausgefahren hast, dass du an alle Schränke kommst, das sind alles so Themen, das spricht für sich, das Konzept. Deswegen haben viele gesagt, als der 6.1 jetzt rausgekommen ist, naja, wo sind denn da die Innovationen? Ich persönlich finde, am Grundriss braucht man an diesem Fahrzeug eigentlich gar nichts ändern. Ich finde das toll, so wie es ist und ich brauche da nichts Neues, dupermäßiges. Ich finde den Grundriss toll, das ist natürlich auch wieder eine Typensache. Also kurz und knapp, das Fazit nochmal zusammengefasst. Wichtig für euch, ich drehe natürlich keine Videos von einem Auto, auf das ich mich gar nicht freue und wo ich schon vorher weiß, das würde mich nicht interessieren. Ich habe mich auf dieses Auto gefreut und ich kann euch sagen, es hat meine Erwartungen absolut erfüllt. Ich finde es toll, es gibt wie gesagt ein paar Kritikpunkte, aber im Großen und Ganzen muss ich wirklich sagen, ist es einfach wieder ein toller Wurf und ich bin weiterhin gespannt, was da alles passieren wird und kommen wird und ich freue mich jetzt, wenn wir auch nicht mehr lange Zeit haben, dieses Auto noch zu fahren, aber auf die letzten paar Stunden, weil es einfach Spaß macht. Das war also jetzt das Fazit zu dem California 6.1. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt und welche Fragen ihr dazu habt. Schreibt die Fragen super gerne unten in die Kommentare und ich versuche dann so schnell wie möglich zu antworten. Alles, was ich selber nicht beantworten kann, würde ich einfach frecherweise an VW weiterleiten, in der Hoffnung, dass wir da die Antworten kriegen. Ich gehe davon aus und dann reiche ich sie euch nach. Und jetzt kommt auch noch die Sonne raus. Dafür von mir schon mal ein Like. Wenn ihr sagt, Markus, vielen Dank für diesen Film, dann lasst auch ihr ein Like bei diesem Film da. Das würde mich riesig freuen. Das motiviert mich immer total weiterzumachen und auch wieder neue Filme zu drehen für euch. Und ja,
Wenn ihr richtig wild seid, dann könnt ihr den Kanal sogar abonnieren. Drückt auf die Glocke, dann verpasst ihr kein Video mehr von Fan for Van. Das nächste gibt es wieder spätestens Montag 18:30 Uhr und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch, egal mit welchem Fahrzeug ihr reist und wohin ihr auch immer reist, dass ihr glücklich und vor allem gesund wieder zurückkommt. In diesem Sinne alles Gute, euer Markus und nochmal vielen Dank an den anderen Markus. Bis bald, ciao!